Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien, einmalig großer Anstieg in den nächsten 6 Monaten. Disclaimer: Goldaktien, einmalig großer Anstieg in den nächsten 5 bis 6 Monaten voraus. Der GDX bildet seit Juli mit dem Zusammenfluss von drei Trendlinien einen großen Tiefpunkt um 25 $. Sobald die obere schwarze Trendlinie erreicht ist, wird der GDX wahrscheinlich eine steile Rallye von 43 auf 55 erleben und damit das Hoch von 2012, was ungefähr einer Verdopplung des Index entspricht. Normalerweise dauert die Rallye 5 bis 6 Monate, also kommt das große Top entweder im November 2022 oder im ersten Quartal 2023. Der Junior Goldminenindex GDXJ 31 $, aktuell, müsste sich sogar verdreifachen, um das Hoch von 2012 zu erreichen. 103 $. Ja, schauen wir uns an, was dieser Statist denkt. Der Statist denkt, dass im Grunde genommen dieser Anstieg, der eigentlich jetzt, wenn man das so sieht, seit 2016 beziehungsweise Anfang 2019 läuft, wurde hier, sage ich mal, durch einen Markteingriff, wie auch immer, enorm verzerrt. Ganz ähnlich hier wie bei der Corona-Krise im April 2020. Das hat eigentlich den normalen Anstieg nicht aufhalten können. Es ist nur eine enorme Verzerrung und im Grunde genommen müsste es jetzt laut diesen Statisten hier Richtung 56 gehen. Entweder Ende des Jahres oder Anfang des ersten Jahres. Das korrespondiert mit diesem Hoch hier von 2013 und danach ist, wenn man das Spiegelvergleich einfach mal überlegt, zumindest nach so einem heftigen Anstieg, ist vielleicht eine Korrektur denkbar. Muss aber nicht sein, kann auch gleich höher sein, weil es so unglaublich lange alles verzehrt worden ist. Aber das geben aktuell die Charts her. Und Sie sehen im Grunde genommen auch, wie man hätte Geld verdienen können. Man muss im Grunde genommen immer dann, wenn Goldaktien total am Boden sind, hier wie Anfang 2016, hier wie Anfang 2019, hier nochmal in der Corona-Krise oder aktuell jetzt, muss man einsteigen, muss 3, 4, 5, 6 Monate warten und dann verkaufen. Das sind das, was die Charts hergeben. Natürlich bin ich mir bewusst, dass man das nicht unbedingt timen kann, aber das ist das, was es in Charts auslösen. Das heißt, wenn wir jetzt, ist es also sehr wahrscheinlich, dass wir 5 bis 6 Monate Anstieg kriegen und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir dann relativ teuer sind und möglicherweise, wenn wir die Vergangenheit als Lehrer nehmen, verkaufen müssen. Ja, also meiner Meinung nach ein absolut interessantes Setup und wie ich in einem anderen Video gesagt habe, bedeutet, dass dieser Anstieg dann, wie der Statist das sieht, auch der Ausbruch aus dem Trend. Und das heißt, für gerade Goldaktien, gerade Junior-Goldaktien, Explorationsaktien, die besonders unterbewertet sind im Vergleich zu den normalen Aktien, dürfte das eine absolute Überperformance bedeuten. Also die ganz großen Gewinne sind vermutlich in den nächsten 6 Monaten zu machen. Das sollte man sich bewusst sein, wenn man aktuell diese enormen Tiefen sieht. Das ist wirklich im Grunde genommen eine Kaufchance aus meiner Sicht, nicht viel anders als hier März, April 2020 oder 2016, Anfang 2019. Klar, man hat das nicht gesehen, dass dieses nur relativ kurze Intermezzos sind, die Anstiege. Also müssen wir einfach von der Historie ausgehen. Wir sehen jetzt 5 bis 6 Monate Anstieg und dann möglicherweise sind wir teuer. Wir sind in der relativen Übertreibung und wir müssen abstoßen. Ja, im Grunde genommen die richtige Strategie wäre immer gewesen, Goldaktien, Gold. Also, zum Beispiel jemand, der 2016 jetzt hier 100 Unzen Gold als Ersparnisse gehabt hätte, hätte einfach 50 Unzen Gold zum Beispiel nehmen können, sie hier investieren können. Okay, ist ganz schlechte Stimmung. Ich investiere einen Teil meiner Unzen Gold in Goldaktien. Dann sehe ich, okay, wir haben jetzt eine relative Übertreibung, alle sind total euphorisch. Ich verkaufe meine Goldaktiengewinne, vielleicht um das 5 bis 10-fache hätte man geschafft, mein Depot, und kann eben fast 5, 6, 7 Mal mehr Gold kaufen. Ich hätte also anstatt 100 Euro hätte ich 50 investiert, 50 mal 6, sagen wir 300,
man hätte 350 Unzen, geht aus dem Markt, erkennt beispielsweise hier 2019, dass wir hier wiederum super da sind. Man nimmt seine, sage ich mal, 350 Unzen, investiert wiederum die Hälfte, zum Beispiel 100, sagen wir mal 150 Unzen der leichten Rechnung und weil man unheimlich schlecht liegt, okay, kauft man vielleicht nochmal zu den 150, man kommt nochmal dieses Sondertief, nochmal 50 Unzen nach, ist also mit 200 Unzen investiert, sieht, dass es dann Ende 2020, 2021 übertreibt und es wären vielleicht aus den 200 Unzen, bestimmt hätte man eine Verfünffachung geschafft. Sage und schreibe 1000 Unzen geworden, aber man geht einfach raus, weil man weiß, dass diese Goldaktien Spikes haben, aber man hat mehr Gold generiert und macht nichts. Man wartet jetzt auf die Situation, dass wieder eine günstige Situation kommt und siehe da, sie ist da, wie aktuell und man hat jetzt 1000 Unzen oder 1100 Unzen, wie auch immer, und man nimmt wiederum die Hälfte, 550 Unzen, sagen wir mal 500 Unzen, investiert sie in Goldaktien und was passiert? Der Markt geht das 5- bis 10-fach, also das gesamte Depot hoch und man hat mehr oder weniger aus 500 Unzen 2500 Unzen oder mehr gemacht. So hätte man Geld gemacht. Mir ist das komplett bewusst. Dass es psychologisch schwer ist, einen Teil seines Physischen immer zu reinvestieren. Aber das wäre auch rückblickend die richtige Entscheidung gewesen. Auch jetzt. Also so hätte man das relativ geringe Unzenzahlen mehr Geld machen können. Silber würde ich da gar nicht so empfehlen, wegen dieser hohen Transaktionskosten. An- und Verkaufsdifferenz ist groß, teilweise eben Steuer noch drauf. Silber würde ich einfach generell sparen und warten, bis irgendwann eine Silberübertreibung kommt und dann zumindest in Gold wechseln, beziehungsweise alle Werte. Also so könnte man Goldaktien nutzen. Wie gesagt, das Problem ist, die meisten Leute sind bei Goldaktien ganz selbstverständlich jetzt 2011 eingestiegen, weil da ein gewisser Herr Sprott beispielsweise gesagt hat, hier 2011, Gold steigt auf 3.000, 5.000, alle anderen oder ein gewisser Junge, einer der Edelmetalle in seinen Vornamen benutzt, Goldjunge war es glaube ich nicht, aber sowas ähnliches, ähm, hat eben auch gesagt, dass eben äh, Silber dann auf 50 oder 100 und noch 200 und wie auch immer steigen muss, ist natürlich nicht passiert. Also man ist es im Grunde genommen besser ähm, zuzugeben, man kann das kaum timen, sondern wir beobachten Goldaktien, mal sind sie absolut am Boden zerstört. Wir investieren etwas Gold oder Geld, wenn sie es zur Verfügung haben. Und sobald wieder eine gewisse Euphorie eintritt, eine absolute Euphorie, vergeht man aus dem Markt rein und tauscht es zum Beispiel wieder in Gold um und interessiert sich nicht mehr dafür. Das heißt, Goldaktien sind sowieso nur zum Einstieg interessant, wenn sie ja total am Boden zerstört sind. Wie eben jetzt. Jetzt ist eine ganz entscheidende Situation und es ist wahrscheinlich der größte Goldaktien-Spike steht an. Eine enorme Möglichkeit, zum Beispiel seinen Besitz an Gold beispielsweise zu erhöhen damit. Ich meine, Gold ist bei diesem Punkt wahrscheinlich nicht viel höher. 2300 Dollar, wie auch immer. Das ist kein signifikanter Anstieg, aber einige Aktien können von 10, 20 Cent auf 1, 2, 3, 4, 5 in der Spitze sogar 10 Dollar steigen. Eine enorme Möglichkeit aus meiner Sicht. Ja, so könnte man die Welt sehen. Und ich denke, gewisse Finanzkreise sehen das auch so. Sie versuchen einfach sich zu sagen, ja, okay, wir müssen einfach so viel Gold wie möglich generieren. Und in jeder Situation, die im Markt besteht, sei es ein Einbruch, sei es eine Mania, wie auch immer, wir müssen einfach am Ende mit mehr Gold dastehen. Und das macht nämlich in meinem Fiat-basierten System absolut Sinn, weil am Ende Leute die Fiat-Geld behandeln und andere abgeleitete Werte davon verlieren. Am Ende wird Gold und Silber der Sieger sein. Und wenn man und wenn man im Fiat-System, sage ich mal, mit dieser Art von Transaktion seinen Gold- und Silberbesitz maximiert hat, ist man der Gewinner. Ich denke mal, das ist das schäbige Geheimnis dieses ganzen Systems. Also nutzen Sie diese günstige Chance, jetzt bei Goldaktien einzusteigen. So tief wird es nicht gehen. Die Fallhöhe ist, ich würde mal sagen, von hier null. Darauf will ich nur hinweisen. Es ist aus meiner Sicht eine einmalige Situation und die sollte man nutzen. Silberprojektgenerator, Operationsgebiet Kanada-Yukon, hohes Risiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Yukon, British Columbia und Neufundland. Zu den Silber-Blei-Zink-Projekten gehören Silberhart, Blue Heaven,
Rancheria South zu den polymetallischen Projekten mit Goldpotenzial zählen Logiam, Redal Weil und Terra Nova. Ihr primäres Projekt ist das Vorzeigeprojekt Silverheart. Das hat 116 Claims auf 2000 Hektar. Die unterirdische Erschließung in den frühen 1980er Jahren wurde abgeschlossen und fasst einen 673 Meter langen Stollen mit 2 Erhöhungen. Seitdem wurden über 150 Bohrlöcher in der Hauptzone gebohrt, die polymetallischen Adern in Bleigans, Terradit und Spalarit. Sie haben dort vermuten 96.500 Tonnen mit einem Gehalt, also High-Grade-Gehalt von Silber, 595 Gramm pro Tonne Silber, 1,89% Blei, 9% Zink. Und möglicherweise es werden auch weitere Mineralisierung vermutet. Wichtig ist darauf hinzuweisen, das Ganze ist hier im Yukon. Hochgradiges Silber in Nordamerika, nicht Mexiko oder Peru oder sowas, ist einfach doppelt und dreifach so viel wert, weil es am vermutlich besseren rechtssicheren Gebiet ist als Mexiko und die anderen südafrikanischen Länder. Daher sehr interessant. Es gibt nur sehr wenige hochgradige Silberprojekte. Daher ist meiner Meinung nach das Potenzial gut. Sie sehen es auch an der Aktie. Die Aktie hat auch ihr absolutes Tief hier in der Corona-Krise erreicht, ist dann quasi von 2,5 Cent, hat sich sage und schreibe verzehnfacht, hat mehr oder weniger Gewinne angegeben, hat sich aber relativ gut gehalten für den Umfeld. Das heißt, bei höheren steigenden Gold- und Silberpreisen ist massiv höhere Preise drin. Also das heißt, $1 ist meiner Sicht am Ende kein Problem und in der richtigen Mania eben auch 2, 3, 4, 5, vielleicht irgendwo sogar ein Wert zwischen 5 und 10, wenn Silber bei 50 oder 58 ist, wie wir es ja auch unter Umständen vermuten. Ja, wo liegen die? Hier das Yukon-Territorium. Es liegt absolut 50 Kilometer, also diese Projekte, es sind mehrere Projekte, die liegen an der Grenze zwischen British Columbia und dem Yukon-Territorium hier an der Grenze. Und das ist eben ein Gebiet, wo es viel hochgradiges Silber gibt. Und das ist insgesamt nicht so häufig in diesem Gebiet. Das ist eher ein Goldgebiet an sich. Also das ganze Yukon-Territorium ist ja auch bekannt. Ja, dann haben sie noch das Blue Heaven Grundstück, 2008 Hektar, im südlichen Yukon auf dem breiten so und so. Der Zugang erfolgt über eine 43 Kilometer lange Straße, die sich von Kilometer 1106 auf dem Alaska Highway bis zum Silverheart Campingplatz erstreckt. Das heißt, es gibt auch eben befestigte Umgebung, da wird gewohnt, da wird gearbeitet etc. Die Probe gab 1,3% Gramm pro Tonne Gold, verrückt hohe Silber aus meiner Sicht, 532 Gramm pro Tonne, 29% Blei, 13,9% Zink. Das darf man auch nicht verachten, weil das kann man eigentlich im Grunde genommen auch sofort verkaufen, sofort Clash-Show. Meiner Meinung nach sehr attraktiv, wenn sowas mit dabei ist als Nebenprodukt. Das Grundstück Amy, 908 Quadratkilometer, liegt 8 Kilometer westlich des Minenkomplex Silvertip. Die Proben ergaben beispielsweise 53 Gramm pro Tonne Silber, 4,6 Blei, 3,467 Zink. Andere Proben 323 Gramm pro Tonne, 10% Blei, 13% Zink, auch hoch. Dann auch teilweise 4.266 Gramm pro Tonne Silber, 150 Unzen Silber. Sage und schreibe 4,2 Kilo Silber und 47% Blei. Das sind ganz enorme Werte, das ist äußerst lukrativ. Also besteht quasi aus Metall, wenn man so will, diese Ablagerung da. Und 1,9% Zink. Dann haben sie auch noch mal ein ganz extrem hohes Business-Dings gefordert. 9.000, eine Anomalie nennen sie das hier, 9.200 Gramm pro Tonne Blei, 4.250 Gramm pro Tonne Zink. Natürlich äußerst lukrativ. Und dann auch noch Gehalte hier nochmal von 100 Unzen pro Tonne Silber. Also das ist ganz, ganz enorm. Auch ob es 31% Blei. Dann gab es auch nochmal ein Spitzenergebnis ganz unten hier mit 47,1% Unzen, 1.335 Gramm pro Tonne Silber. Und die sitzen auf riesigen Gebieten da.
Die haben das schon, die haben viel schon abgesteckt und und das ist eben Nordamerika, finde ich äußerst interessant. Die haben mittlerweile noch nicht so eine hohe Ressource. Ich glaube, die haben so ungefähr 3,5 Millionen Unzen abgesteckt, aber so aus den Berichten teilweise konnte ich auch entnehmen, dass sie davon ausgehen, dass sie bis 100, 150 Millionen Unzen sich irgendwo auf diesen ganzen Projekten befinden sollen. Bei diesen hochgradigen Sachen ist das möglich. Stellen Sie sich vor, jetzt irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Marktkapitalisierung liegt, ich denke mal 10, 15 Millionen. Überlegen Sie sich mal, wo dann die Marktkapitalisierung liegen könnte, wenn Silber en vogue ist. Dann, ja, hier nochmal das Grundstück Logian, befindet sich im südlich-zentral Yukon, auch 7 Gramm Gold, auch wieder irre hohes Silber mit 1000 Gramm pro Tonne, 10% Zink. Und dann haben sie eben noch Projekte in Neufundland. Es ist ein Kupfer-Gold-Silber-Projekt, das sich zwischen dem Goldprojekt Queensway, der Neufound Gold Corporation, also 15 Kilometer westlich davon befindet und das Startrag Goldgrundstück in der Nähe von Benton liegt. Die jüngsten Schürfproben auf dem mineralischen Zonen ergaben Gehalte von bis zu 9,4% Kupfer, 10% Blei und 7,8% Unzen Silber und 3,7% Gold. Also ich denke auch nicht schlecht. Dann haben sie noch das Terra Nova-Projekt in Neufundland. Ähm, besteht aus 71 Claims, die sich 30 Kilometer nördlich von Port Blandford im zentralen Neufundland befinden. Ja, auch da 43,8 Gramm, 2,33% und auch hochgradiges Gold. Dann haben sie noch zu guter Letzt noch die sogenannte Bischofmühle. Das ist einfach eine Mühle, die abdient, das Gestein zu zermahlen und zu zerarbeiten und auch zu entsorgen. Das besitzen sie in Bischof, Kalifornien und da hatte ich auf der Website gelesen, dass sie bemühen, das einzubringen und da ein Joint Venture mit ansässigen Firmen zu machen, dass sie dann irgendwo auch mit 50% oder was weiß ich des Resultats beteiligt werden können. Also Sie sehen jede Menge Assets im rechtssicheren Gebiet, ganz hochgradiges Silber, teilweise mehrere Grundstücke, Basismetalle auch sehr hochgradig. Also wenn wir richtig einen Rohstoffbullenmarkt bekommen und richtig eine Silbermania, wo geht sowas hin? Ich denke mal locker, wie Sie im Chart gesehen, auf über 1 $. Was war das jetzt mal aktuell? Irgendwie 14, 15 Cent, wie auch immer. Auch noch weit drüber hinaus, meiner Meinung nach. Sehr interessant. Ja, insgesamt schauen wir auf den Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Da sind eben viele Goldaktien von wenigen, jetzt bin ich weitergerutscht, aber von wenigen Pennies von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30 Dollar gemacht. Also teilweise konnte man 1000 $ investieren und sie sind mit 50, 100, teilweise 250.000 $ nach Hause gegangen. Und das ist nicht, passiert nicht nur einmal in diesem Sektor, es passiert ab und zu mal, wenn Sie nochmal dann zurückgehen, in diese Spike-Phase dann kommen von diesen Goldaktien, wenn wirklich viel Geld reinfließt und Sie haben ganz am Boden gekauft. Es sind teilweise sowas ähnliches wie 1000 Bäcker zur Verfügung. Der letzte 1000 Bäcker, also es waren 600 Bäcker, war ja Greg Bier, der von 2016 bis letztes Jahr von 5 Cent auf circa 30 $ gestiegen ist und dann übernommen worden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Sowas gibt es. Ich behaupte nicht, dass man sowas mit Voransage kaufen kann, aber wir können so einen Typus kaufen, der eine ähnliche Story hat und eben auch jetzt wie jetzt ganz unter. Und möglicherweise erwischt man so ein, aber möglicherweise kriegt man irgendwelche Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Und das reicht auch schon, um an einem Goldaktienbullenmarkt zu partizipieren. Ja, nochmal ein paar Worte zum 1000-Bäcker-Report. Der enthält 150, 200 Aktien und die sind nach Potenzial berechnet. Soweit es berechnen kann, ich berechne einen Potenzialfaktor, um wie viel kann diese Aktie steigen, wenn Gold bei 2500 steht. Einfach um diese Aktien vergleichen zu können. Insgesamt ist das sortiert nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ich habe auch eine Exit-Strategie dabei. Was können Sie kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist? Ich habe auch einen Portfoliovorschlag. Wenn Sie nochmal ganz dezidiert absolut nicht wissen wollen, was Sie kaufen, wenn Sie das nochmal auf Sie
durchaus zugeschnitten, unterhalte ich mich gern mit Ihnen und dann mache ich auch nochmal ganz gerne einen ganz dezidierten Portfolio nach, sage ich mal, Ihren Risikoeinschätzung, wo Sie sich wohlfühlen, was man so machen kann. Das habe ich auf alle vorbereitet, für mehrere Kunden auch schon gemacht und wer sich interessiert, kann dann hier auch anfragen. Ja, okay, so viel dazu. Einlage von Gold und Silber. Ich erwähne diese Firma immer nur, weil es Situationen geben kann, wo man schwierig an physisches Gold und Silber kommt über die Edelmetallhänge. Und das ist ein Unternehmen, eine Überweisung und sofort ist Gold und Silber hier im Zollfreilager in der Schweiz gut geschrieben. Und der Geschäftsführer hat versichert, mir auch persönlich versichert, dass er in jeder Zeit an Gold und Silber bereits gekommen ist, wenn man woanders Schlange stehen muss. Nur einfach, dass sie ein zusätzliches Abwicklungstool haben, wenn einfach, dass es wirklich schnell geht, dass sie an physische Ware kommen. Ja, Preisvergleich, brauche ich nicht viel zu sagen. Gold.de ist einfach eine Preisvergleichsseite, wo wir das günstigste Gold und Silber kriegen. Nützliche Informationen, da Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle einlagern, weitere Charts, weitere Informationsquellen. Ähm, Im Diskussionsforum CEO, CA, da wird im englischsprachigen Raum das im Prinzip diskutiert. Die einzelnen Aktien kann man auch wertvolle Informationen rausnehmen. Es ist verlinkt. Also wenn Sie generell Fragen zum Report haben oder Zustellungsprobleme, wie auch immer, rufen Sie sich einfach an. Ich rufe Sie dann auch, sobald ich dann Zeit habe, das ist dann meist abends, würde ich mich dann bei Ihnen dann melden. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen es gefallen hat. Vielleicht auch im Interesse anderer Leser, wenn Sie diese Gold- und diese Unterbewertung dieser Goldaktien-Situation als enorme Chance empfinden, dass andere durch diese virale Verbreitung dadurch werden Sie auch informiert und es können in wirklich Zeiten, die wirklich schwierig für viele sind, jetzt mit Sicherheit. Ich denke mal, das ist einer der letzten absolut unterbewerteten Assets, die jetzt aktuell vor dem Anstieg stehen. Meines Erachtens eine einmalige Chance. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Arbeitswoche.